Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Maxwell DNA Serie 2.0. In der heutigen Episode tauchen wir ein in das Thema Equip Others, also andere ausrüsten. Dieser Wert ist für jede Führungskraft von Bedeutung, denn Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung ihrer Mitarbeiter. Indem sie ihnen Werkzeuge und Ausbildung zur Verfügung stellen, helfen sie dabei, ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zu entfalten. Unser heutiger Gast ist Arthur. Seine Berufung ist es, das Leben anderer Menschen zu bereichern. Seine Leidenschaft gilt der Führung und dem Basketball. So ist er auch nicht nur Leadership Coach, sondern auch Basketball Coach. Tauchen wir doch gleich ein in die Episode. Ja, danke schön, Anja. Danke für die Intro und danke alle unsere Zuschauer. Danke, willkommen zurück zu unserem Podcast. Und natürlich herzlich willkommen, Arthur Reichel. Wie geht es dir? Hallo Armando, danke schön für die Einladung und sonnige Grüße aus München. Mir geht es hervorragend natürlich mit dieser Gelegenheit. Was glaubst du denn? Oh meine Güte. Ja, genau. Also mir geht es genauso. Aber bitte sprich nicht von der Sonne, weil egal mit wem ich rede, überall, die Sonne scheint, aber nicht bei mir. Hallo, was soll das? Okay, ich schicke dir, in welche Richtung soll ich es nochmal schicken? Weil wir haben hier in München immer die Sonne im Herzen. Ja, Richtung Bielefeld, Richtung Minden sollte das. Richtung Minden, Bielefeld, okay, dann Richtung Norden, Okay, einmal Sonnenstrahlen. jawohl, jawohl. Ich sage dir später, wie heiß es würde. Ne? Unbedingt, unbedingt. Wunderbar. Ja, ich freue mich. Arthur, soll ich dich Arthur oder Arturo nennen? Gute Frage, sehr gut, Armando. Mir ist lieber Arturo, weil ich von klein auf so genannt werde, vor allem hier in Deutschland. Du musst wissen, ja, habe ich dir mal kurz erzählt, glaube ich, kurz angerissen. Ich bin so eine Mischung. Mein Vater ist deutsch, ich bin in Rumänien geboren, bin mit 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Mutter ist von der Abstammung her aus Rumänien und ein Urgroßvater aus Sizilien. Also auch ein bisschen italienisch, ein Achtel, ein Zwölftel. Und redest du auch so? Ah. Das kommt darauf an, wenn ich mit italienischen Kollegen in meinem Hauptberuf arbeite, dann manchmal ja. Dann manchmal ja, ne? Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Wie du weißt, wir gehen durch alle Werte von den Maxwell DNA-Akronym. Und heute sind wir bei Equip Others. Und ich freue mich riesig über unser Gespräch. Aber bevor wir loslegen, müssen wir unsere Zuschauer äh, eine Bekanntmachung oder ja, ermutigen, falls ihr noch nicht abonniert seid. Ihr könnt das jetzt gerne tun. Und bitte vergesst nicht, unseren Videos ein Like zu geben, weil das hilft uns, mehr Leute mit unserem Inhalt zu erreichen. Und außerdem, wenn ihr über unseren kommenden Veranstaltungen, Webinare und so weiter und so fort und auf den Laufenden bleiben möchtet, folgt einfach unseren Maxwell Leadership Deutsch Social Media Content. Alle Links findet ihr in unserer Videobeschreibung und natürlich auch Arturos Social Media Accounts, LinkedIn, Facebook, sonst was, Arturo? Xing. Ja, wunderbar. Und unbedingt jeweils ein Like für Maxwell Leadership Dach, für die deutsche, österreichische und auch schweizerische Region würden wir uns mehr als freuen. Absolut, absolut. Wir freuen uns über jeder Kommentar auch. Ihr könnt eure Fragen uns schicken und so weiter und so fort. Schön. Fangen wir an mit unserem Interview. Du hast schon ein bisschen über dich erwähnt, aber nochmal, für diejenigen, die dich noch nicht kennt, könntest du bitte unseren Zuschauern ein bisschen über dich erzählen? Wer ist Arturo Reichel? Sehr, sehr gerne und nochmal vielen Dank für die Einladung, Armando. Eine Kurzvorstellung zu mir.
49 Jahre jung, verheiratet, in Rumänien geboren, im Alter von 10 nach Deutschland gekommen Mhm. und mittlerweile im Hauptberuf in der Bankensicherheitswelt in einer der namhaftesten Banken Europas und auch Mhm. Deutschlands. Da leite ich eine Sicherheitstochter oder die Sicherheitstochter. Und dabei bleibt es aber nicht, was Leadership betrifft, sondern ich bin auch verheiratet. Da muss man auch Leadership Skills Ja, haben. absolut. Aber auch insbesondere im Sport, Amanda. Denn also ich habe mehrere Passionen. Einmal Leadership, einmal Corporate Security, aber auch einmal Sport, insbesondere Basketball. Mhm. Und da muss ich als zertifizierter Coach oder ausgebildeter Trainer auch ja, jede Woche bei den Trainingseinheiten auch ja, Leadership an den Tag legen, aber auch Leadership beibringen, denn ich bin Coach für eine U16-Mannschaft, also 14- bis 15-Jährige im Mhm. Basketball. Mhm. Seit wann, Arturo? Also Basketball-Coach bin ich jetzt Mhm. mittlerweile knapp 10 Jahre. 10 Jahre. Mhm. Aber dem Basketball verfallen, sage ich mal, weil das ist wirklich eine Leidenschaft, Mhm. bin ich seit 1988, 89, also jetzt mittlerweile fast 45 Jahre. Ja, Und ich bin auch dem Teamsport verfallen. ja. Seitdem ich 6 bin, spiele ich in Mannschaftssportarten mit Fußball angefangen, dann auch 2, 3 Jahre im Handballverein und dann mit 13 zu meiner großen Liebe Basketball gekommen. Mhm. Ja, ja, ja. Also ich habe Basketball, also College Basketball in USA gespielt. So, ich kenne ein bisschen, ich genieße B-Ball, ich liebe es. Ich spiele selten hier in Deutschland, schade, Schade, aber ja. das ist ein Komm nach sehr, München. Wir haben hier jawohl, sehr, sehr viele Möglichkeiten. das ist eine gute Grund, dich zu besuchen, ne? Gerne. Wunderbar. Als ich dich gefragt habe, Arturo, über welche der Maxwell-DNA Werte du sprechen möchtest, du hast sofort Equip Others. Was wäre die richtige Übersetzung für Equip Others auf Deutsch? Ähm, andere, Andere ausrüsten. Klingt andere aber Ausrüstung? ein bisschen militärisch. Ja, genau, Ähm, genau. Vielleicht andere auch befähigen. Empowerment, Neudeutsch ist ja Mhm. dieser Begriff schon seit Jahren in aller Munde. Aber wörtlich übersetzt wäre es Wort für Wort andere ausrüsten. Ausrüsten. Ne? Du hast dich Ja. sofort entschieden, ne, Ja. für diese Wert. Du hast gesagt, das ist, also du bist ja leidenschaftlich involviert in alles, was du tust. Bitte sagt uns, geh in die Tiefe, warum? Was bedeutet dieser Wert für dich? Unheimlich viel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es vielleicht der wichtigste Wert ist, aber Mhm. es ist mein absoluter Lieblingswert. Mhm. Denn im Leadership, so kenne ich es von Kindheit an, Mhm. aus meiner Umgebung in der Familie, aber auch insbesondere durch John Maxwell Mhm. und die 21 wichtigsten Führungsprinzipien, mein erstes Buch von ihm. Mhm. Da geht es nicht um einen selbst, sondern um die anderen. Mhm. Und wenn es um die anderen geht, dann ja, sollte man den Leadership so gut wie möglich jemandem nahebringen. Mhm. Und da geht es eben darum, jemandem gewisse Mittel in die Hand zu geben, Mhm. wie er selbst ein Leader wird oder wie er sich selbst führt. Ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach im Leadership ist ja die Autoführung, so nach dem Motto, die Selbstführung, ja, natürlich auf Deutsch, nach dem Motto, wen willst du führen, wenn du dich selbst nicht führen kannst? Mhm. Und dazu bedarf es meiner Meinung nach auch gewisser ja, Instrumente Mhm. fürs Leadership, wie zum Beispiel Glauben an sich selbst, Selbstvertrauen, Mhm. ähm, Kommunikationsfähigkeit mit anderen und auch eine gewisse Überzeugungskraft und der Auftritt auch vor anderen Menschen, ja, vor Mhm. Menschen zu sprechen. Das sind alles Instrumente, die man jemandem an die Hand geben kann. Deswegen Equip Others war sofort für mich klar. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne ich nenne sie meinen Kids, meinen Teenagers im Mhm. Basketball.
Denn das ist ein Sport verbindet, wie es so Mhm. schön heißt. Mhm. Und im Basketball habe ich die Erfahrung gemacht, kann man das den Kindern tatsächlich auf spielerische Art und Weise Mhm. beibringen. Und dort haben sie nicht das Gefühl, dass sie in der Schule sitzen, auf der Schulbank und es lernen müssen, Mhm. sondern das kommt einfach mit dem Spiel. Mhm. Team Spirit, Führungsfähigkeit auf dem Feld. Mhm. Wie spricht man mit den Schiedsrichtern? Wie verhält man sich gegenüber den Gegnern und so weiter. Eine lustige, schöne, gesunde Ge Gewohnheit, ne, Sport zu machen. Aber damit kann man so vieles lernen im Leben. Ne? Erzähl uns bitte ein bisschen mehr über, wie du diesen Wert praktizierst, übst in deinem täglichen Leben. Sehr, sehr gerne. Also ich möchte das ganz schnell zweiteilen. Einmal in der Businesswelt und im Berufsleben. Ich bin Head of Operations und Human Resources, also Betriebsleiter und Personalleiter. Ja. Da fängt es zum Beispiel schon mal an, wenn wir jemanden Neuen einstellen mit dem Onboarding-System. Mhm. Ja? Was gibt man ihm dann quasi als Leitfaden? Was gibt man der neuen Kollegin oder dem neuen Kollegen für Lernmaterialien an die Hand, um Mhm. sich eingewiesen zu werden oder um sich einzulernen, um problemlos auch die Probezeit zu bestehen? Man kann auch jeden neuen Kollegen oder Kollegin einen Tutor zur Seite stellen für die ersten Monate, um Mhm. sich besser zurechtzufinden. Da gibt es sehr, sehr viele, ja, ich nenne sie mal automatisierte Verfahren Mhm. oder einen Ansprechpartner auch zum Beispiel für einen Betriebsrat. Wir haben ja auch einen Betriebsrat bei uns in der Firma. Das kann man alles von der personaltechnischen Seite schon vorab initiieren und dann auch derjenigen an die Hand geben. Mhm. Ja? Mhm. Das ist zum Beispiel in der Berufswelt oder auch ich nenne sie mal Politik der offenen Tür. Ja? Mhm. Wenn Mhm. jemand ein Problem hat, Ja. ähm, kann er gern zu mir kommen. Mir ist aber da besonders wichtig, zuerst zu der eigenen Führungskraft zu gehen, da Mhm. versuchen, es zu klären. Mhm. Und wenn es dann nicht geht, dann kommen beide zum Beispiel dann gerne zu mir, weil dann möchte ich mir beide Versionen anhören. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass Mhm. man auch kommuniziert, wer ist deine erste Anlaufstelle, wenn du ein Problem hast, Führungskraft, danach, wenn es nicht geht, gerne auch Betriebsrat. Das muss eine gewisse Struktur haben. Mhm. Und so ist es auch natürlich im Basketball. Ja? Mhm. Ja. Ja. Da ganz, ganz besonders nehme ich immer gern dieses Beispiel, zeige ich dir gleich anhand der Hand. Denn Mhm. im Basketball wissen wir ja, 5 Spieler auf dem Feld. Ja? Richtig. Und, und jedes Jahr, wenn ich zum Beispiel, ich trainiere eine U16, Mhm. zurzeit habe ich die Geburtsjahrgänge 2008 und 2009. Mhm. Und immer jedes Jahr nach der Saison im Mai rückt der ältere Jahrgang in die höhere Spielerklasse. Mhm. Also die 2008er werden dann in die U18 hochrutschen und die 2010er kommen dann in die U16. Mhm. Und jedes Jahr kriege ich die Kinder sofort begeistert mit dem Beispiel der Hand im Basketball. Mhm. 5 Leute auf dem Feld, ja. Wenn alle in Harmonie miteinander sind, dann können Sie eine Hand bilden, die zur Faust wird oder Greifreflex, weiß ich nicht, wie ich sage dann immer, als ob ihr eine Bohrmaschine greifen würdet. Mhm. Aber jetzt stellt euch vor, einer der Spieler oder 4 Spieler spielen nicht in Harmonie. Was kann ein Finger machen im Vergleich zur ganzen Hand? Mhm. Oder wenn jemand total egoistisch spielt, Mhm. dann, ich zeige es jetzt nicht in die Kamera, aber du weißt, dann kann man den machen und dann umdrehen. Ne? Mhm. Also Mhm. dann Mhm. zeigt man der Mannschaft sozusagen den Stinkefinger, wenn Mhm. man egoistisch spielt und nicht mit der Mannschaft. Mhm. Deswegen ist für mich Basketball die komplexeste Ballsportart der Welt, Mhm. wo Timing sehr, sehr wichtig ist, Team Spirit sehr, sehr wichtig, Ja. auch kognitive Fähigkeiten, weil eben sehr viele komplexe Sachen ganz schnell miteinander verbunden werden müssen. Denn Basketball, wie du weißt,
Mhm. hat auch noch eine gewisse zeitliche Drucksituation. Mhm. Das ist die 24-Sekunden-Uhr oder die 14-Sekunden-Uhr. Ja. Ich kann mich Das, immer noch erinnern an den Skirichter, ne? Like, er läuft durch den Korn und erzählt, ne? Like, oh, und du guckst. ja, genau, genau. Also es ist ein zusätzlicher Druckfaktor, die Mhm. Zeit, Mhm. die wir zum Beispiel so sekundengenau weder im Fußball noch im Volleyball noch im Handball kennen, wo du immer wieder ganz schnelle Entscheidungen treffen musst, weil deine Zeit läuft ab. Also diese Mentalresilienz, diese Mentalstärke, unglaublich, oder? Musst du cool bleiben und immer diese Entscheidungen treffen und so weiter und so fort, ne? Also das übe ich in jedem Training, Mhm. übe ich diese zeitliche Drucksituation, Mhm. in dem zum Beispiel wir machen ein Trainingsspiel und die Kids sind es gewohnt, 5 gegen 5 zu spielen. Mhm. Und irgendwann, wenn ich merke, es wird zu lang, dann fange ich an runterzuzählen. Mhm. 7, 6, Ja, ja, 5. Und sie wissen, wenn 0 ist, dann ist die Zeit abgelaufen. genau. Und das kann man, Kinder können das. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel lieber oder mehr vom Basketball erzähle, Mhm. weil Teenager insbesondere in allen Basketballlehrgängen, die ich bis jetzt gehabt habe, erzählt man uns, und das ist auch, habe ich auch die Erfahrung gemacht, so mit 12, 13, 14 ist das goldene Lernzeitalter der Kinder. Mhm. Die sind wie ein Schwamm. Mhm. Sprich, du kannst, die nehmen alles auf, sehr, sehr schnell. Die sind sehr, sehr clever, haben tolle Ideen. Und ich nutze das auch, indem ich dann frage, was würdest du jetzt machen an meiner Stelle, wenn du jetzt der Coach wärst? Mhm. Mhm. Und ich glaube, in der Schule ist das leider, vermisse ich dass die Kinder, ja, auf Englisch sagt man schön accountable, hold them accountable. Auf Deutsch, ja, verantwortlich halten ist vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber die Kinder quasi befähigen, dass sie nicht nur teilnehmen als Spieler, sondern auch Entscheidungsfreudigkeit. Ja, das Richtig. braucht man im Basketball sehr, sehr viel. Mhm. Das ist eine Leidenschaft für dich. Hattest du immer diese Neigung? Was ist deine Motivation? Also du willst, ja, also ich kann mir das vorstellen, aber erzähl, warum? Tolle Frage, danke dir. Ja, bei mir ist es auch familiär bedingt. Mhm. Ich, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, also in die ersten 10 Jahre meines Lebens in Rumänien. Meine Familie war immer dieser, dieses Lifestyles. Ich nenne mal Leadership ist ein Lifestyle, ist ein Mhm. vielleicht Weltanschauung. Mhm. Immer schon sehr offen gegenüber und war auch sehr, sehr früh vertraut mit Leadership, was heißt denn Leadership letzten Endes? Ich nenne es Mehrwert im Leben anderer Mhm. herbeiführen. Mhm. Und da wurde ich von klein auf ermuntert. Und dann kam ich mit 6 in Fußballverein, also Mannschaftssportarten, Mhm. Fußball, Handball, dann auch ein bisschen Volleyball gespielt, freizeitmäßig und dann zum Basketball. Mhm. Und das hat immer in jeder neuen Mannschaft, wo ich kam, nach 1, 2 Monaten, wo ich mich dann zurechtgefunden habe, war ich auch recht schnell der Mannschaftskapitän. Mhm. Das liegt vielleicht an meiner Art, dass ich eben, wenn ich etwas verstehe, dann versuche auch sofort zu helfen oder die Situation auch vielleicht zu verbessern. Ja, okay, ja, so wichtig, ja. Also bei mir Auch vielleicht scharfe Situationen zu deeskalieren auch, ne? definitiv, das hab ich öfters im Berufsleben, ja, Mhm. dass ich dann auch deeskalieren muss. Passiert nun mal bei Menschen, ja. Mhm. Einige sind sehr leidenschaftlich, sind sehr emotional, Mhm. andere dafür sind sehr sachlich. Mhm. Und vielleicht weißt du selber, wenn ein ganz emotionaler Typ auf einen ganz sachlichen Typ trifft, dann ist Konflikt fast immer vorprogrammiert. Mit Sicherheit. Und ich, auch aufgrund eben der Herkunft, in Rumänien aufgewachsen, in einer Umgebung mit vielen Kulturen.
Okay. Natürlich die Mehrheit, wo ich aufgewachsen bin, in Craiova, Mhm. war rumänisch geprägt, ganz Mhm. klar. Mhm. Aber in meiner näheren Umgebung waren auch deutschstämmige, ungarischstämmige, ähm, aus Israel, Mhm. auch in Rumänien sagt man Gypsy, also Roma und Sinti. Mhm. Also sehr, sehr unterschiedliche Kulturen, aus Mhm. denen ich mir wahrscheinlich die Rosinen rausgepickt habe. Immer die schönen Sachen. Ja, ja. Ja, schön, dass du das erwähnst. Also, welche spezifischen Herausforderungen dann hast du auf deinem Weg als Coach äh, gefunden, getroffen, erlebt? Als Coach, die Herausforderung ist einfach die Individualität eines jeden. Ja? Aha. Manchmal hat man, und ich habe auch verschiedene Altersklassen trainiert, auch Erwachsene, Mhm. jeder ist individuell. Mhm. Und als Coach musst du versuchen, das alles in ein homogenes Team ja, nicht zu pressen, aber zu fügen. Und da Mhm. ist das aller Herausforderndste ist erstens die Charaktere erstmal kennenzulernen. Mhm. Also ich bin am Anfang einer Saison immer passionierter Zuschauer und Beobachter. Mhm. Ich lerne sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel. Wie tickt der eine Spieler, wie tickt der andere? Wen sollte ich lieber zuerst zusammenspielen lassen und wen erstmal nicht? Das ist die größte Herausforderung. Und dann auch die eigene Philosophie als Coach zu implementieren. Dass es dann heißt, oh, man sieht sozusagen seine Handschrift. Ja, so interessant. Also, und aus der Finanzwelt oder der Corporate World, hast du auch solche Herausforderungen gehabt? Ja, noch und nöcher. Weil ich arbeite in einem Konzern. Dieses Jahr habe ich 25-jähriges Jubiläum. Hey, In, congratulations, Gratulation. Dankeschön, Dankeschön. Ist bald soweit im August. Ähm, Da ist tatsächlich die größte Herausforderung gewesen, nicht die verschiedenen Sprachen. Ja, Mhm. bei uns ist die Amtssprache Englisch, Mhm. aber in einer Konzernlandschaft, die zu ihren Hochzeiten 20 Länder beinhaltete, Mhm. viel Osteuropa, aber auch Italien, Österreich, Deutschland. Und diese verschiedenen Mentalitäten in meinen Rollen, die ich hatte, Mhm. und ich war da nicht immer disziplinarische Führungskraft, wo man Mhm. sagen kann, so, ich bin der Chef und das wird jetzt so gemacht, sondern kulturübergreifend haben mir also das, was ich aus Leadership gelernt habe, immer sehr, sehr geholfen, Mhm. weil ich auch die unterschiedlichen Mentalitäten, auch aufgrund eben meiner Herkunft und meines Heranwachsens und Wachstums, ähm, was ganz wichtig ich gelernt habe, als ich klein war, wurde mir von einem meiner Großeltern, ich weiß nicht mehr, ob Oma oder Opa, Mhm. gesagt, es ist nicht entscheidend, wo du herkommst. Das Mhm. Wichtigste ist der Charakter. Mhm. Und das war die größte Herausforderung in der Corporate-Welt, mehrere Kulturen und Kollegen Ja, Projekt, projektbezogen auch am selben Strang ziehen zu lassen. ja, richtig, ne? Als Team zu arbeiten, ne? Also in eine Richtung mit einem Ziel so zu ziehen, ne? Ich wurde öfters also teilweise am Anfang deutsche Kollegen, die mich nicht noch so gut kannten, haben gemeint, so nach dem Motto, was für ein Deutscher bist du? Du bist anders in gewissen Sachen. Ja, Aber auch Osteuropäer haben mich sehr oft gefragt, ähm, du bist nicht typisch deutsch, so wie wir es kennen. Und dann habe ich auch gesagt, es gibt kein typisch. Man sollte nicht generalisieren, sondern ja, jeder ist individuell. jedes individuell. Ja, ja. Wie spielt diese Maxwell Leadership Wert eine Rolle in der Gestaltung deiner Zukunft, Arturo? Zukunft. Armando, Oh, ja, ja. Ich habe dadurch, dass ich so vielseitig interessiert bin, ja. wie gesagt, Coaching, Leadership, Sport, Basketball, Corporate Security, die Werte spielen eine sehr, sehr große Rolle, weil ich mich auch immer daran halte, was ich gelernt habe. Mhm. Also Erfahrungen, die ich gesammelt habe, insbesondere
natürlich durch Fehler machen. Mhm. Ich liebe die Fehlerkultur und die bringe ich auch sowohl in die Berufswelt als auch bei den Teenagern immer wieder ins Spiel. Wichtig ist zum Wachsen, es ist eben Fehler machen zu können und zu dürfen. Idealerweise macht man denselben Fehler nicht zweimal. Mhm. Für die Zukunftsentscheidung ist definitiv die Maxwell DNA Mhm. für mich eins der tragenden Anker. Mhm. Und Ja. Equip Others wird bei mir immer der Lieblingswert bleiben. Mhm. Immer. Weil ich weiß ganz genau, dass egal was ich in Zukunft mache, das wird immer in einer Gemeinschaft sein mit anderen Menschen, Mhm. Ja. Ja, denen, absolut. denen ich auch, wir haben es vorhin ja erwähnt, die 21 wichtigsten Führungsprinzipien Mhm. von Mhm. John. Ein Klassiker, Äh, ne? ein Klassiker, definitiv. Und mir ist am allermeisten in Erinnerung geblieben das Prinzip des Vermächtnisses oder Mhm. Law of Legacy, Legacy. Oh ja. des Vermächtnisses. Sprich, idealerweise das, was du gelernt hast, auch weiterzugeben an eine jüngere Generation, die natürlich auch dafür offen ist und das auch gerne annehmen möchte. Mhm. Da ist das für mich sehr, sehr wichtig, das weiterzugeben, was ich lernen durfte. Mhm. Absolut, ja, eine super, super Einstellung, eine super Weltanschauung. Arturo, einige der Zuschauer, die uns gerade anschauen, denken darüber nach, Coach zu werden. Andere sind bereits Coaches und suchen jedoch nach einer Gemeinschaft, einer Community von Coaches, zu der sie gehören können. Die, und wieder andere denken darüber nach, sich zertifizieren zu lassen, weil dies ihnen helfen könnte, bessere Leiter zu werden und Mehrwert für andere zu schaffen. Bitte sagt ihnen, warum sie Teil der Maxwell Leadership Family werden sollten. Für mich eine der besten Umgebungen, Mhm. um zu wachsen, um zu lernen, um Erfüllung auch zu finden. Denn letzten Endes, zumindest ist meine Weltanschauung so, ich kann mich über meine Erfolge immer freuen, aber ich freue mich mehr, wenn ich merke, ich habe jemandem geholfen, über, ich sag mal, irgendein Problem hinwegzukommen oder irgendeine Herausforderung zu lösen, weil er oder sie in dem Moment nicht das Licht am Ende des Tunnels gesehen hat. Ja? Mhm. Und als Coach hat man meiner Meinung nach sehr, sehr hohe Verantwortung Mhm. gegenüber dem Coachee, der schließlich sich einem anvertraut Mhm. und auch ja, Vertrauen findet. Mhm. Das sollte man nicht enttäuschen, sondern idealerweise mit einem Coaching oder einem Mentoring versuchen zu helfen. Mhm. Meine Großmutter hatte schon immer gesagt, die Menschheit hätte viel weniger Probleme, wenn wir uns gegenseitig mehr helfen würden. Mhm. Mhm. Und deswegen ja, mein Call to Action nenne ich mal, Ja, ja. sehr, 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 sehr gerne. Es ist die beste Umgebung, die ich kenne, um selbst zu wachsen, selbst sich mehr ja, Qualitäten anzueignen oder auch Fähigkeiten, um anderen zu helfen. Mhm. Ja, absolut. Ja. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Lieber Zuschauer, wie bereits erwähnt, wenn ihr über unsere kommenden Veranstaltungen und Webinare, Informationen über die IMC, oh, das ist auch eine ganz nette Sache. Ne? Also vielleicht sollen wir darüber reden, die kommende International Maxwell Conference in Paris in Frankreich dieses Jahr. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr Informationen über diese Veranstaltungen und viel mehr, alle unsere Social Media Content findet ihr in die Videobeschreibung.
Warst du letztes Mal wann in der Konferenz, Arturo? Letztes Jahr in Paris nicht, aber ich habe drei International Maxwell Certifications oder Conferences in Rumänien, in Cluj mitgemacht und eine in Orlando in den USA. Letztes Jahr in Frankreich noch nicht, Ja. aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir demnächst auch eine in Deutschland haben werden. Das ist ein Plan. Wir wollen unsere eigenen nächstes Jahr, also deswegen wollen wir euch alle ermutigen, uns zu unterstützen, mehr Informationen über das Ganze zu holen. Wie gesagt, alle Informationen findet ihr in den Videobeschreibung. Also ich würde gerne irgendwann Rumänien, die rumänische Konferenz besuchen, Arthur. Wir sollen darüber reden nächstes Mal. Einmal pro Jahr. Einmal pro Jahr, also. Würde Genau. gerne. Gibt es Übersetzungen auf Englisch? Ja, in Cluj auf jeden Fall. Kann man Wunderbar. dazu bestellen, ja. Wunderbar. Ja, das so, weil Rumänisch spreche ich noch nicht. Vielleicht soll ich irgendwann lernen. Ne? Naja, du kannst Spanisch, also kannst du dir ein paar Begriffe auch ableiten. Genau, ne? Aber es gibt definitiv mit Hörgeräten gibt es Übersetzungen auf Englisch. Genau. Das hatten wir auch in Paris. So, es war sehr, sehr, sehr gut, weil Französisch spreche ich auch nicht, aber ich habe es genossen. Es ist unglaublich. Also ich kann jeder einfach ermutigen, eine IMC in eurer Nähe zu besuchen. Aber natürlich ab 2025 hoffentlich auch hier. Das ist unser Ziel. Wir kämpfen, wir arbeiten dafür, unsere eigene Dachregion IMC zu organisieren. Sehr, sehr gut. Arturo, Und wir beide sind da sehr, sehr involviert. Absolut, 100%, 100%. Bevor wir dieses Interview abschließen, hast du ein letztes Wort der Ermutigung für unsere Zuschauer? Ja, mehrere, aber wenn du eins haben möchtest, ich würde sagen, steh einmal mehr auf, als du hinfällst. Denn ich glaube, gehört zum Leben dazu, dass wir hin und wieder mal auf den Hintern fallen, aus welchem Grund auch immer. Wichtig ist, nicht liegen zu bleiben, sondern wieder aufzustehen. Also steh einmal mehr auf, als du hinfällst. Impliziert, du bist ein paar Mal hingefallen, aber einmal bist du öfter auf den Beinen. Ja, wunderschön, wunderschön. Vielen, vielen Dank, Arturo, für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeugnis, dass du einen Teil deines Lebens mit uns geteilt hast. Ich schätze das unglaublich. Herzlich gerne und vielen Dank auch für die Einladung, Armando. Und wir sehen uns ja persönlich bald wieder. Genau, das machen wir unbedingt. Und zu unseren Zuschauern, nächste Woche sind wir wieder da mit der nächsten Folge unserer Maxwell DNA Videoseries 2.0. Bis nächste Woche. Ich wünsche euch alle ein gesegnetes und erfolgreichen Tag. Bis dann. Ciao.